Servus Leute, mein Name ist Markus und ich zeige euch heute den einfachsten Weg, um einen League of Legends Stream in Streamlabs OBS einzurichten. Und wir starten auch direkt. Ihr öffnet Streamlabs OBS. Das Ganze sieht dann so aus. Die wichtigsten Sachen sind, hier oben habt ihr den schwarzen Kasten. Das ist dann das, was man später in eurem Stream sehen wird. Hier unten sind die Szenen. Zum Beispiel mehrere Spiele kann man darin haben. Und die Quellen. Eine Szene hat verschiedene Quellen, wo dann zum Beispiel die Webcam noch mit drin ist und die Alerts. Wir starten mit der Szene. Wir nennen die um, damit die später auch zu identifizieren ist. Of Legends. Und dann gehen wir rüber zu den Quellen. Die erste Quelle, die wir brauchen, ist der Client. Der ist auch schon geöffnet, das ist ganz wichtig. Und dann drückt ihr hier auf das Plus, also neue Quelle hinzufügen. Da habt ihr verschiedene Sachen zur Auswahl. Ihr könnt ein einfaches Bild hinzufügen. Ihr könnt eine Webcam hinzufügen, natürlich die Alertbox. Was wir jetzt brauchen, ist die Fensteraufnahme. Fensteraufnahme, Quelle hinzufügen. Den nennen wir Client. Hinzufügen. Und dann habt ihr alle Fenster, die gerade offen sind, zur Auswahl. Und wir nehmen die Client UX, League of Legends. Und fertig. Haben wir den ersten Teil schon geschafft. Ihr könnt es dann hier so rumziehen, wie ihr es haben wollt, wie es später im Stream zu sehen sein soll. Ihr könnt es auch groß machen. Wenn ihr an diese Ecken hier klickt, diese Vierecke, die Alt-Taste gedrückt haltet und dann zieht, könnt ihr das Ganze auch abschneiden, wenn ihr zum Beispiel wie hier den Chat nicht sehen wollt. Alright, ich lasse es jetzt einfach mal so. Client ist fertig. Dann gehen wir in den tatsächlichen Client und starten mal ein Practice-Tool. Das brauchen wir, um das Spiel dann hinzuzufügen. Das muss auch geöffnet sein. Zack, zack, zack. Und dann sehen wir uns gleich in-game. In-game selbst gibt es dann eigentlich nur noch eine Sache, auf die ihr achten müsst. Und zwar geht ihr einmal kurz in die Optionen, auf Video und dann geht es hier um diesen Windowed-Mode. Der muss entweder auf Windowed oder auf Borderless sein. Wenn ihr normalerweise auf Fullscreen spielt, geht einfach auf Borderless. Der sieht genauso aus und werdet keinen Unterschied merken. Wenn das getan ist, könnt ihr wieder raustappen. Wichtiges Raustappen, nicht beenden. Geht ins Streamlabs OBS und dann machen wir dasselbe Spiel wie beim Client auch nochmal. Also Quelle hinzufügen, eine Fensteraufnahme hinzufügen. Dann schlägt euch hier vor, dass ihr die andere Fensteraufnahme, die ihr schon mal benutzt habt, nochmal verwendet, was natürlich keinen Sinn macht. Deswegen hier unten den kleinen Haken umsetzen, den kleinen Schalter umlegen. Das Ganze nennen wir In-Game, Quelle hinzufügen. Und dann wählt ihr hier die League of Legends Echse aus. Zack, fertig. Und dann ist es auch schon drin. Das war's dann soweit. So könntet ihr jetzt direkt schon loslegen und live gehen. Was ich noch empfehlen würde, sind so Sachen wie Alerts könnt ihr noch einstellen. Oder was ich euch nochmal zeigen werde, ist natürlich die Webcam. Auch eine wichtige Sache. Dann gibt es nämlich ein kleines Face Reveal. Das könnt ihr hinzufügen und dann passt ihr das einfach hier an, wo ihr es haben wollt. Manchmal geht es nicht direkt, dass ihr es so verschieben könnt. Dann geht einfach nochmal auf eine andere Szene und dann wieder zurück und dann sollte es funktionieren. Da habt ihr diese Vierecke. Dann könnt ihr es kleiner machen. Und könnt auch, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn ihr Alt-Taste gedrückt haltet, das Ganze abschneiden. Könnt ihr es so verschieben, wie ihr es haben wollt. Und ja, genau, was jetzt passiert, wenn ihr das Spiel beendet. Okay, da wurde ich aus einer Party rausgeschmissen. Auf jeden Fall zeigt es sich hier, dass ihr dann automatisch wieder im Client seid. Wenn ihr ein Spiel startet, dann kommt automatisch wieder das Spiel im Vordergrund. Ihr dürft euch das ganze Quellending hier unten vorstellen, wie verschiedene Ebenen. Ganz unten ist der Client. Den sieht man nur, wenn das Spiel nicht darüber liegt. Wenn das Spiel darüber liegt, wird der Client verdeckt und die Webcam ist immer ganz oben. Also immer sichtbar und auch immer an dieser Stelle. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr es nicht im Client jetzt verschiebt, wie ihr es wollt, weil sonst sieht es im Spiel eben genauso aus. Alright, that's it. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall live gehen. Man sieht euch, man hört euch, man sieht euer Spiel. Ja, wenn euch das geholfen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wenn ihr einfach meine Fresse mögt, lasst ein Abo da. Wenn ihr noch weitere Hilfe braucht, ich werde die Anleitung, die schriftliche Anleitung zu der ganzen Geschichte unten verlinken und auch weitere Anleitungen später hinzufügen. Danke fürs Zuschauen, habt einen geilen Tag, reingehauen.